Naja, man muss halt einfach liefern. Als es dann plötzlich hieß, ja, wir haben es geschafft, den Frankie wieder auszugraben, wir haben dann die Fahnen wieder ausgegraben, wir haben die Trikots, die Farben, die haben wir uns jetzt wieder gesichert und Fake. Jetzt müsst ihr euch leider dran gewöhnen. Es ist ja kaum Werbung unterwegs. Wo sollen die Fans herkommen? Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir einfach als Team noch nicht zusammenwachsen. Es sind Gegner, aber keine Feinde. I came so far, and then, not being able to. Auch bei mir intern war das nicht das beliebteste Projekt. Den Kumpels, die jedes Mal da waren, ist mir aufgefallen, wie groß es doch dann ist. It can destroy the team. Genau so. Ah, ich weiß warum, der macht den falschen Lautsprecher. So, jetzt sollte ich dich laut und deutlich hören. Hervorragend. Perfekt, jetzt geht's. Technik, die begeistert. Feierabend habe ich gefühlt nie. Ich glaube ehrlicherweise, auch wenn man so einen Job wirklich macht, dann darf man nicht irgendwie an Arbeitszeiten denken. Der Fairness halber, es gibt auch immer wieder ruhige Zeiten, ja, wo ich dann wirklich irgendwie auch mal ein bisschen später kommen kann. Auf der anderen Seite wird eigentlich erwartet, dass ich rund um die Uhr erreichbar bin. Mein Name ist Elias Renner-Benger. Ich bin der CEO der InternetX GmbH. Wir haben eine unglaubliche Stärke mit über 25 Jahren Erfahrung eben in dieser Industrie. Wir wissen ganz genau, wer die Leute sind. Wir wissen, wie der Markt tickt. Wir wissen, wie sich es weiterentwickelt. Wir können viele Sachen angehen, die man so, glaube ich, als kleine, alleinstehende Firma niemals hinbekommen könnte. Das heißt, wir können auch wirklich Sachen am Markt in Frage stellen, Sachen bauen, Sachen machen, die, glaube ich, viele andere schon lange auf ihrer Roadmap haben, aber einfach nicht hinkriegen können. Die Vision hier für uns zu sein, ist wirklich der Schrittmacher letzten Endes für das Domain-Geschäft, für die Domain-Industrie global zu sein. Hier ist so ein Neonzeichen mit so einem Fisch, der springt. Und ich habe dann irgendwann den Pio angefangen zu nerven und gesagt, ich will diesen Neonfisch haben. Ja, ich will den Bild haben. Der so, das können wir nicht bringen. Und als der Pio dann irgendwann gesehen hat, dass hier ein Fisch ist, hat er nur gesagt so, oh. Mein Name ist Michael Piotrowski, aber ich glaube tatsächlich, ich bin den meisten besser bekannt als Pio, Head of Marketing bei InternetX. Ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen. Einfach einen Ball von den Miami Dolphins mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mit dem haben wir im Garten gespielt. Und ja, ich glaube, das haben wir versucht, auch auf eine semi-professionelle Ebene zu bringen. Dass wir auch einen Verletzten hatten mit einer angebrochenen Rippe. Ich glaube, tatsächlich das Tolle an meinem Tag ist, dass wirklich nicht ein Tag den anderen gleicht. Man muss jeden Tag wirklich auf Herausforderungen irgendwie agieren und reagieren. Letztendlich natürlich auch viele Meetings, Abstimmung, Planung für mich als Head of Marketing strategischer Natur, aber dann auch tatsächlich das Ganze ins Operative übergehen zu lassen, Teamkoordination und wie performt das? Also fast so ein bisschen wie bei einem Team und habe ich mal von Michael Jordan abgeschaut. Talent wins games, but teams win championships. Und das ist tatsächlich auch bei uns, was wichtig ist. Winners think big, but champions always think bigger. InternetX, your domain hosting and encryption champion for 25 years already. Big, bigger, InternetX, exclusive hosting partner of Frankfurt Galaxy. Play with champions. Visit internetx.eu. Mein Name ist Sebastian Silva Gomez, ehemaliger Linebacker von Frankfurt Galaxy. Ich weiß, Football ist langweilig für uns Europäer. 2 Sekunden Action, 5 Minuten Pause, Haufen Werbung. Wie kann es überhaupt ein Sport sein? Aber es ist viel spannender und tiefgründiger, als ihr es überhaupt denkt. Eigentlich ist es wie Fußball. 2 Teams bestehen aus 11 Spielern, stehen sich im Rasen gegenüber. Sie versuchen mehr Tore, in dem Fall Touchdowns, zu machen und dadurch Punkte zu erzielen. Wer mehr hat, gewinnt. Der Rasenplatz ist etwas länger, aber dafür schmaler. Anstelle des 16 Meter oder 5 Meter Raums haben beide Teams eine 10 Yards große Box am Ende des Spielfelds, die Endzone. In Metern 9,144. Aber lasst uns in amerikanischen bleiben. 10 Yards, da sind die Zahlen einfach runter.
Wird dieser erreicht, bekommt ein Team 6 Punkte. Als Belohnung dafür kriegt man einen Freistoß geschenkt, um einen Extrapunkt zu bekommen. Dies gelingt aber nur, wenn der Ball, wie beim Fußball, ins Tor geschossen wird. Trifft man vorbei, hat man seine Chance vertan und der Gegner ist am Angriff. Vergleichbar mit den Positionen Abwehr, Mittelfeld und Sturm sind auch im American Football die Positionen aufgeteilt. Wobei nie der Sturm mit der Abwehr gleichzeitig auf dem Feld steht und ein Team aus 48 Spielern besteht. Der Angriff hat die Aufgabe, den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen. Dabei haben sie 4 Versuche, in denen sie 10 Yards überwinden müssen, um wieder 4 neue Versuche zu erhalten. Dabei kann der Quarterback, der Spielmacher, den Ball zum Außenstürmer, Receiver genannt, flanken bzw. offensichtlich werfen oder er gibt den Ball an den Running Back, welches versucht sich durch die Defense zu dribbeln. Schaffen sie es nicht, die 10-Yard-Line zu knacken, muss der Ball so weit wie möglich in die gegnerische Hälfte gekickt werden. Oder der Kicker versucht ein Field Goal zu schießen, dies bringt 3 Punkte, weil es aus dem Spiel heraus ist. Die Defense versucht all das vorher Genannte zu verhindern. Oder im besten Fall, sie fängt den Ball ab und trägt den Ball für einen Touchdown. Pick 6. Dazu muss man blitzschnell den Spielzug des Gegners herausfinden, ähnlich wie beim Schach. Es ist also eine Mischung aus Schach und actionreichen Sport. Aber jetzt wieder zurück zu Doku. Der CEO von InternetX, unser neuen Hauptsponsor. Wir nennen es eigentlich gar nicht Hauptsponsorschaft. Danke, Michael. Wir sind seit Dezember eine 3-Jahres-Partnerschaft eingegangen. Wir sagen später noch was in Ruhe über die Partnerschaft, wie das entstanden ist. Wir sagen immer, das ist eigentlich just the beginning. Und der Abend heute ist so ein bisschen die Vorlage dafür. Deswegen freuen wir uns auch, dass alle da sind und dass wir einen schönen Abend haben. Genau, deswegen würde ich, Thomas, willst du direkt, wo bist du jetzt gerade? Du standst da neben mir, achso, hi. Thomas wird so ein bisschen was zu uns sagen, zur Galaxy. Ich werde dann so ein bisschen noch was zu der Liga sagen, zu dem Schedule. Und dann wird Elias noch was zu dem Abend und den Zielen heute sagen. Herzlich willkommen, vielen Dank und das Stage ist yours, Thomas. Ja, dann auch von mir einen schönen guten Abend. Sie haben es schon gehört, Thomas Kösling, ich bin der Head Coach der Frankfurt Galaxy. Und genau, ja. Mein Cheerboy, ja, verfolgt mich schon sehr lange. Ich bin inzwischen Familienvater, ja, ich habe eine kleine Tochter bekommen, bin Polizist von Hauptberuf. Und wenn wir sprechen, wer bin ich? Ich bin einfach ein footballverrückter Typ, der sehr, sehr ehrgeizig ist in dem, was er macht. Wenn ich was mache, dann 100%. Das hat auch den Grund, ich mache nicht dann so viel, weil vieles, wenn ich merke, ich kann was nicht 100% machen, dann lasse ich es auch. Aber Football hat mein Herz gewonnen. In Football stecke ich alles rein, was ich neben der Familie und dem Beruf so aufbringen kann. Und ja, Leute sagen, ich kann nicht verlieren, das stimmt aber nicht. Ich kann verlieren, nur ich verliere nicht gerne. Und daher kommt auch der Ehrgeiz, egal was ist. Egal ob Mensch, ärgere dich nicht, egal ob irgendein Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel. Ich möchte gewinnen und werde Wege finden, irgendwie zu gewinnen. Ich glaube, das ist so, wenn man so darüber redet, was mich antreibt, der innere Push, den ich habe. Yeah, the solar cycle, human being revival like Michael, airbrushing my name, let's read the Bible, speaking tribal, I'm pledging allegiance to my disciples, golden titles, doing business with titans, they pay to like you, Ich werde Ihnen das auch spiegeln, das wird jeder knallen, aber müssen wir dann... Es ist einfach brutal, was für Anforderungen auf uns reinkommen. Wer die NFL verfolgt oder professionelles Football-Business verfolgt oder das natürlich auch im Fußball kennt, weiß einfach, wir haben so viel zu tun. Und wir sind eine Geschäftsstelle, die sehr am Wachsen ist. Also ich würde sagen, wir haben mittlerweile 8 bis 10 Praktikanten jedes Mal da. Wir stellen jetzt wieder 2 Leute ein, aber die Anforderungen sind einfach brutal. Genau, dann du jetzt mit Monika. Ein Football-Team zu führen ist das eine, aber wir bauen ja quasi ein Team auch auf und wir bauen auch das Geschäftsmodell um den American Football gerade auf. Und das sind wirklich so klassische Themen von Buchhaltung bis hin zur Vermarktung, bis hin zum Ticketing. Aber natürlich auch das ganze Professionalisierung der Mannschaft. Und das müssen wir halt wirklich von Jahr zu Jahr optimieren, angehen. Und ich habe selber lange American Football gespielt und ich hätte mir das niemals erträumen lassen können, dass wir einfach jetzt hier sind und dass wir jetzt diese Gespräche führen. Und ich erzähle dann mal ganz oft die Situation mit Thomas. Wir waren 2015, hatten wir schon mal die Möglichkeit, Frankfurt Galaxy zu sein für ein Jahr. Und wir saßen genau in diesem Stadion, auf dieser Tribüne und haben gesagt, hey, American Football kann in Deutschland funktionieren. Warum funktioniert es denn nicht? Wir sind am Rande der Belastung, was du auf Amateurbereich oder semi-professionellen Bereich, wo wir ja ehrlich sein müssen, das gilt ja nur für die Imports,
leisten kannst. Wir verlangen immer mehr von den Spielern. Die müssen immer mehr ins Training kommen, die müssen immer mehr Videostudien machen, sie müssen immer mehr sich fit halten. Es werden jetzt inzwischen, was ja gut ist, neue Trainingspläne entwickelt. Es gibt inzwischen wirklich Trainingszentren für Spieler. Das heißt aber auch, dass man die Zeit braucht. Wie will man die Zeit haben, wenn man nicht dafür kompensiert wird finanziell? Und das Monetäre ist leider dann so entscheidend, kann man das Kommerzielle vielleicht so ein bisschen oder wird oft verflucht, aber anders geht's nicht. Wir müssen Trainingsstrukturen aufbauen, wir brauchen eigene Trainingsplätze, wir brauchen eigene Büros, wir wollen Kids ausbilden, wir wollen Coaches ausbilden. Das gehört alles leider dazu. Von daher glaube ich schon, dass in den nächsten 3 Jahren es viel entscheiden wird, um diesen Sport dann auch weitreichender zu fördern, was dann auch wieder zurück hoffentlich in die Jugend und sowas geht. Was man hier auf die Tische kleben kann, von der Seite. Das muss halt irgendwas sein, was wir mal wiederverwenden können. Ja, wir können ja nicht einfach alles bekleben und das lassen. Wir haben auch, glaube ich, 6 Spiele, wo wir einfach auch ein Konzept für uns entwickelt haben innerhalb des Business-Bereichs, wo wir einfach auch den Leuten, die dort vor Ort sind, auch was bieten möchten. Wir möchten nicht einfach irgendwie plump unser Logo platzieren und sagen, okay, jetzt haben wir unsere Marke da platziert und generieren da Markenbekanntheit, sondern wir wollen auch eine Message verkaufen und wir wollen natürlich den Leuten auch einfach erzählen, warum ist InternetX eigentlich der richtige Partner für die Leute, die dort vor Ort sind, aber auch für die Galaxy. Da musste ich natürlich auch so ein bisschen auf mich wirken lassen. Wie sind die Wege? Wie kommen die Fans an? Wie kommen die Business-Kunden an? Wie ist da der Eingang? Wie ist da der Besucherflow? Wo hat man potenzielle Touchpoints mit den Stadionbesuchern? Wo kann man seine Marke platzieren? Oder auch, wo kann man irgendwie ein bisschen auch für ein kleines Erlebnis sorgen? Der normale Galaxy Club, oder je nachdem, wie wir es denn nennen. Ja, was ist Galaxy Club explizit? Also das sind Die ganzen Businesskunden. Also die haben dann hier ihren Tisch? Genau, die haben hier ihren Tisch, haben hier ihren kleinen Bereich und können halt hier in Ruhe sitzen. Wir müssen das ja ein bisschen abschotten, dass es dann auch wirklich exklusiv ist. Und dahinter ist der Rest des Museums. Das ist ja auch schon krass. Der ist schon alt, die Farben halt, das ist halt eher Richtung Universe jetzt, ne? Wenn du das anguckst. Also das ist halt, verbindest du eher mit der Universe anstatt mit uns jetzt, weil wir ja kein Orange mit drin haben. Ja, da liegen schon nur noch 20, 30 Jahre dazwischen. Hat sich auch noch ein bisschen was getan. Ja, 99. Aber krass. Als Banner und dann kannst du es ja oben wieder festhängen. Genauso wie hier. Du musst weiter gucken, dass es ein bisschen größer ist, weil hier wir ja nicht die Platten. Ideen kann man natürlich viele haben. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch wichtig in seinem Beruf als Head of Marketing bei InternetX, als auch bei mir, der sich ums Marketing kümmert. Wir müssen Ideen haben, wir müssen kreativ sein. Und dann müssen wir natürlich am Ende des Tages über die Ideen schauen, darüber diskutieren und dann entscheiden, was setzen wir um, was setzen wir nicht um, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, was ist nachhaltig, was können wir öfter verwenden, was können wir nicht öfter verwenden. Ich bin Lukas Frenkel, ich bin fürs Marketing, Sales und Sponsoring zuständig bei der Galaxy und mache das jetzt schon seit dem Dezember 2022. Aufgewachsen bin ich tatsächlich 18 Jahre lang an der Ostsee. Es gibt so ein kleines Örtlein, das heißt Hafkrug. Das kennen nicht so viele Menschen. Man kennt eher Scharbeutz, was direkt daneben ist. Dann in Hamburg studiert und bin, wie gesagt, im Dezember 22 aus Hamburg nach Frankfurt gezogen. Innerhalb von 2 Wochen in Hamburg alles aufgelöst, Wohnung, Arbeitsvertrag bei der eigentlichen Agentur, wo ich gearbeitet habe und bin seitdem hier dem Football verfallen. Der Arbeitsalltag ist so, dass ich Richtung 9:30, 10 im Büro bin, E-Mails schreibe, Termine habe, auch Auswärtstermine habe, wo ich dann hinfahre, um mit Sponsoren oder potenziellen Sponsoren zu sprechen. Aber die meiste Zeit bin ich tatsächlich hier im Office und koordiniere alles. Ich habe gar nicht gesehen, wie weit hier versteckt. Das Auto war so kalt. Hey, schön dich zu sehen. Freut mich. Na? Servus. Hi. Alles gut? Ja, alles gut. Natürlich kann man immer den Begriff Sponsor nutzen als auch Partner. So wie Pius gesagt hat, wir leben eine Partnerschaft. Das heißt, wir kommunizieren viel, wir reden viel. Das Finale ist Ende September auf Schalke auch die zweite Meisterschaft nach Frankfurt holen oder auch nach Regensburg, muss man jetzt sagen.
Und natürlich auch dementsprechend unsere Partnerschaft auch festigen. Du hast gerade gesagt, Stichwort Partner-Event, Partnerkooperation ausbauen. Da haben wir auch die verschiedenen Ideen, die wir jetzt auch zeigen. Das Ganze wurde natürlich nicht einmal geprobt oder sonst was, aber es hat super authentisch gewirkt. Von daher vielen Dank an der Stelle, dass ihr mitgemacht habt. Auch vielen Dank an Erik und an Lukas, die den weiten Weg auf sich Wir einen gehabt in München und der war so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen, aber der war vom Typ irgendwie auch ganz lustig. Ja, und dann kam irgendwie um die Ecke Frankfurt Galaxy und ich so, Galaxy, sag mir irgendwie was. Und dann, naja, dann ist er so entstanden. Also. Ich kann ja vielleicht, müssen wir mal sagen, aber ich kann ja auch mal drüber sprechen, dass wir am Anfang da gar nicht reagiert drauf haben, weil wir das gar nicht einordnen konnten. Stimmt, das ist eine gute, ja, ich erinnere mich. Der Christopher Noah hat dann hat quasi euch gesagt, meldet euch beim Erik, der macht das mit Merchandise. Wir haben das ja alles nebenbei gemacht vor 2 Jahren. Und ich war damals in Tel Aviv und habe dann eine E-Mail bekommen, ich soll mich doch bitte dringend zurückmelden. Und ich dachte erst mal, das ist Fake, ja, das ist Spam. Ja. Als ich hier angefangen habe, hatten wir schon ein bisschen Geschichte mit der Galaxy. Wir hatten ein gemeinsames Video schon gedreht und Eric kam auf mich zu und hat gesagt, wollt ihr nicht mehr machen? Und mein persönlicher Führungsstil, und so lebe ich und arbeite ich, ist, ich übergebe den Leuten letzten Endes die Möglichkeit der eigenen Entscheidung. So eine der ersten Aussagen von Elias war jetzt so streng genommen als mein neuer Chef, hat er dieses Thema mitgebracht, Galaxy, und er hat mir gesagt gehabt, Pio, schau dir das mal an, das klingt ganz spannend, aber das ist dein Marketingbereich. Ich habe gesagt, okay, das ist aber spannend, die Aussage irgendwie, du kannst so ein bisschen machen und gestalten, aber hier ist schon mal so das erste Thema, das bringe ich dir mit. Okay, ich habe mal das Sponsoring hingelegt auf dem Schreibtisch und da lag's tatsächlich aber auch nur ein paar Tage. Dann habe ich gesagt, ach komm, du kennst die Galaxy, eigentlich willst du dir schon anschauen, und bin ja in Fulda aufgewachsen und letztendlich war auch da in meiner Jugend die Galaxy ein Thema. Ich bin ja dann schon als, ich glaube, 14-Jähriger im Waldstadion gewesen, habe die Galaxy angefeuert, deswegen ist so ein bisschen das jetzt wieder ein Kreis, der sich schließt. Wir bauen jetzt hier gerade ein bisschen um, machen aus meinem Elternhaus ein Zweifamilienhaus und haben jetzt quasi so unseren Platz gesettet für die Zukunft, was auch ein schönes Gefühl ist. Wir haben ja unsere Tochter auch bekommen. Warum drehst du mich? Was machst du denn? Mit der Insel hier, mit dem Westzimmer? Holst du den Kühlschrank ab? Das war im April 2012 und ich bin ins Solarium gefahren. Das ist dann immer so, bevor der Sommer ansteht. Er wollte sich vorbereiten vor seinem Mallorca-Urlaub. Kam er dann ins Solarium und dann dachte ich, ach, der lacht aber nicht. Dann hat sie mich angelächelt und ich stehe komplett auf Ausstrahlung, Natürlichkeit und so, und das hat mich schon sehr beeindruckt und ja, ich bin dann weggefahren. Ich hatte sie schon im Kopf. Und dann habe ich zu der Kollegin gesagt, hier, da war ein Kerl da, der hat nett gelacht, aber ich habe seinen Namen vergessen. Dann hat die Kollegin gesagt, ja, guck doch im System nach, wie er doch heißt. Und da war es noch Facebook-Zeit und mit Anstupsen. Kam irgendwas auf Facebook mit dem Anstupsen. Ich bin ein absoluter... Aber er hat 3 Wochen drauf nicht reagiert. Und dann dachte ich, ach, was ein blöder Kerl. Aber irgendwann habe ich gesehen, oh, was ist das? Und da war sogar witzigerweise auch meine Schwester dabei, die hatte mich irgendwann mal vor 3 Jahren angestupst, aber da habe ich auch sie gesehen. Und dann dachte ich, okay, das ist doch sie aus dem Solarium, cool. Und dann ist man hingefahren. Ja, dann kam er am nächsten Tag mit Milchshake. War klar, im Sommer wer mag keinen Milchshake? Ist immer nur die Frage, welche Sorte. Von daher glaube ich sogar, habe ich Joghurt und Himbeer mitgebracht und habe dann gefragt, was möchtest du? Da liegt man nie falsch mit. Hat er mich gefragt, ob wir ausgehen wollen. Und ja, das war dann am 1.7. und das ist jetzt auch unser Tag geworden. Der 1.7. ist unser Jahrestag seit 12 Jahren. Ich werde mit ihr Armenisch sprechen, damit sie die Muttersprache nicht fällt. Wir haben unsere Off-Season beigelegt, wo wir einmal draußen in der Woche trainiert haben mit den Jungs. Das war aber alles freiwillig. Jetzt fangen die Minicamps an. Welcome to our kickstart of the 2024 season. I know we had a Zoom meeting. I know we talked a little bit. We had the off season, but
do the little things right, then great things will happen. It always starts with the basics and not with the big picture. We are here to do the little things right, with the first step, with catching the ball. This is important, and I hope we get that into us, that we always ask ourselves, what can I do better, what could I have done better to be successful? And the next point, team stuff, medical stuff, and maybe the guys from the front office, please come to me on the stage. Hi, my name is Tobias. I'm responsible for the border boys, the ball training. Here we go. We want to take your job. I'm Andy. I'm responsible for the. You was born to fly, born to live, do more than die. It's more than life that meets the eye. Look down deep and see it from inside. Feel it to get live, overcome and rise. The world is yours in due time. Gotta seize every moment like the blood of atonement. Gotta do it from the heart. Finish how you start. The game always changes, but still play your part. The lights come out after dark. Never forsake the art, never tear it apart. There are some rules for defense football, and defense football has to do with communication. The first thing I want to hear on the football field, I want to hear from you, especially today, is the strong side, which will be called by the Sam. Learn to yell. We need you to be loud, that these guys know where the strong side and the weak side is. In practice it's easy, on the field not. Never backing down. No. Can't stop us now. We never backing down. Never backing down. No. We just back. It's never greatness. We never backing down. Never backing down. No. Zusammenarbeiten. Give him a good look. Ja, das ist später auch, wenn ihr die Cards lesen sollt für die Starting Offense, show him a good look. Alright? Wenn ihr die Blocks richtig spielt und kennt, werdet ihr die auch als Defender erkennen. Deswegen wisst, was ein Downblock ist, was ein Reach-Block, was ein Hinge-Block und so on. Alright? Okay. We're not done yet. We still fucking run. Most annoying thing ever, but we have to be disciplined. Should have paid 700. Yeah. Okay. Well, that's not, where is that? Where's the, who is the tattoo artist? The name is Louis Tattoo. Und dann seht ihr, ob er abhuckt, ob er dahin geht, weil dann könnt ihr so an der Cutten, wenn ihr ein Comeback macht und so spielen. Und dann müsst ihr halt zetteln irgendwann. Das hat einmal wirklich der Anthony gut gemacht, weil dann in der Position könnt ihr halt mit dem Running Back Das ist die Zeit, um richtig zu arbeiten, um am Ende Spaß zu haben auf dem Feld. Wirklich dem Team auch weiterhelfen kann. Man will ja jetzt nicht auf der Bank versauern oder wirklich auch hinten wegfallen. Wo wir 3-4 Stunden dann schon richtig Training haben, wo wir den Homegrowns auch die Chance geben, sich schon mal kennenzulernen. Aber get out of the way! Wenn der Innere den Ball berührt, machst du 10 Push-Ups. Okay? Get out of the way! Guter Read. Wenn wir so einen schnellen Flow haben... Ich muss ihn einfach besser werfen. Genau, ja. Ich muss ihn besser werfen. Okay, bro. War eine Rutschpartie, da und da kleine Fehlerchen, ne, passieren. Aber ja, das Angst nicht. Das ist so, ja, es liegt halt auch nicht in der Hand. Ne? Man muss halt einfach liefern.
scaredness that somebody's going to come and take my job or my spot. I'm not scared of that, no. Josh is, though. Ich darf keine Fehler mehr machen. Wenn wir hier nicht erfolgreich sind, lass uns kein Spiel gewinnen. Dann kann es sogar sein, dass ich sage, hier, ich habe es nicht geschafft und dann gehe ich vom Bord. It's a very unlikely goal, but one of my goals is to play in the Offenbach game. My second goal is to go through the season without injuries, and my third goal is to win the championship, of course. Natürlich noch mehr Touchdowns zu machen, also noch ein größerer Teil der Offense zu werden, das ist so mein Ziel. Dass dieses Jahr noch ein bisschen mehr intensiver ins Block zu gehen, da auch eine Riesenhilfe zu sein für die Running Backs, dass sie ihre Touchdowns machen können. Und 5 Touchdowns wäre so, natürlich noch mehr, wäre noch geiler, aber 5 ist so das Ziel und ich hoffe, das ist erreichbar. Und ja, das macht einfach wieder, das ist vor allem das erste Training, du hast alle wieder gesehen, von letzten Jahr vor allem. Du dachtest so, also hast du 3 Jahre nicht mehr gesehen. So einen hat man sich begrüßt. Hey, wie geht's dir? Echt? So geil, das ist einfach. Man denkt, man hat sich echt jahrelang nicht mehr gesehen, obwohl es 2, 3 Monate waren, wenn überhaupt ein paar Wochen vielleicht. Wie sehr hast du dich auf Coach K gefreut? Ja, nice. Am Ende, wo ich die ersten Burpees gemacht habe, dachte ich mir so, scheiße. Und jetzt muss man auch dazu sagen, dadurch, dass ich so in diesem Verein mit Universe und Galaxy von Anfang dabei war, bin ich ja auch ein bisschen mehr als Headcoach. Ich stelle ja die Mannschaft zusammen. Ich habe ja auch so fast schon eine Art Sportdirektor da sein. Also ich führe die ganzen Gespräche auch mit den Spielern meiner Ansicht nach. Und da sind wir wieder beim Thema, wie viel mache ich. Ich mache halt, wenn ich was mache, 100%. Ich bin quasi so der Kopf und alles, was rund um das Team geht, läuft bei mir zusammen. Und es kann schon mal sein, dass einfach an einem Tag, ob ich das möchte oder nicht, dann 20 Anrufe kommen. Ja, das hat auch Headcoach sein, weil man muss viel leiten, man muss vermitteln, die Trainer zu challengen, wie sie mit den Spielern umgehen, was wir für Trainingsinhalte haben. Selber bin ich noch Defense Coordinator, das heißt, ich habe da noch großes Sagen natürlich, was in der Verteidigung angeht. Aber Headcoach ist schon, ja, im Prinzip das Familienoberhaupt von so einem Football-Clan. Ja, und da passieren viele verrückte Dinge. Mein Ziel ist ganz klar, ich will auf Schalke sein. Dieses Stadion, also gehe ich ganz stark davon aus, dass die Liga es schaffen wird, dieses Spiel auszuverkaufen. Das Spiel wird live auf Pro7 sein und wir werden dabei sein. Und das ist das alles, was ich tue, jeden Tag, das treibt mich an, genau diese Erfahrung zu machen, an dem Spielfeld dran zu stehen, das Team auf dem Feld zu sehen und dann natürlich um den Titel mitzuspielen. Natürlich will ich dann auch gewinnen, aber eigentlich ist dieses Erreichen, dieses Finales, diese Atmosphäre, und das wäre einfach wirklich der Lohn für alle. Ja, es ist natürlich, wir müssen gewinnen. Unsere Conference ist die stärkste Conference, wenn ihr mich fragt, in der ganzen Liga. Rheinfire ist ein absolutes Powerhouse, ja. Da haben wir ja selber dran zu knappern und wir werden dieses Jahr alles dran setzen, das auch zu ändern. Aber wenn man mal nach Frankreich schaut, nach Paris schaut, was da entsteht und was über die nächsten Jahre entstehen kann, mit diesen beiden Gegnern wird es schon sehr, sehr sportlich in die Playoffs einzuziehen. Hamburg Sea Devils sind auch immer ein sehr starkes Team, die man hier nennen sollte. Und in den Playoffs ist alles möglich. Vienna Vikings, Munich Ravens, Stuttgart Surge, alles Top-Teams, die sicherlich jetzt nicht in der Offseason geschlafen haben, sondern genauso wie wir den nächsten Schritt machen werden. Also das macht ja diesen Reiz an dieser Liga aus. Wir können zwar nicht wie im Fußball auf- oder absteigen, aber alle Teams sind gleich stark und jedes Spiel zählt. Gespielt wird in der European League of Football, was eine Art Champions League ist. Aber anstelle von 32 Teams spielen momentan 17 Teams aus 9 europäischen Ländern in 3 verschiedenen Gruppen. Diese werden Football Conferences genannt. Die Teams in einer Conference spielen immer jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander. Zusätzlich gibt es auch ein Heim- und Auswärtsspiel gegen einen Interconference-Gegner, welcher nach einer langfristigen Rotation geregelt wird. Ziel ist es, die Championship zu gewinnen. Um dahin zu kommen, muss man möglichst viele Spiele in der Saison gewinnen, um mit dem guten Sieg- oder Niederlageverhältnis ganz oben in seiner Conference zu stehen. Punkte wie im Fußball gibt es nicht. Ist man Erster oder Zweiter, kommt man in die Playoffs, in welcher man sich durch K.O.-Spiele bis ins Finale kämpft. Gewinnt man das Finale, ist man Champion. So guys, help me understand. This past season, we had a good, successful season, right? And you know, obviously for the 2024 season, we want to build off of that and kind of
create a more professional, sustainable, scalable strategy for sponsorship, and to help me better understand how we want to achieve, how I can help, participate in the achievement of that goal. Maybe you could help me understand what it is that you want to get to. What are the core elements that you want to pull together? Yeah, absolutely. So in my opinion, we do already have, and this is, the result of our good work in 2023 that we have. Aber es ist kein Selbstläufer, dass es dann auch klappt. Also das heißt wirklich, man muss auf die Sponsoren zugehen, man muss maßgeschneiderte Konzepte entwickeln und auch schauen, hey, was sind eigentlich die Needs der Sponsoren, warum sie ein Sportsponsoring bei Galaxy oder auch bei jemand anders machen sollten. Und das besprechen wir dann immer in den Meetings. So I get that. So Eric, you said something that was interesting to me, which was around the experience, right? And I think one of the things that we were discussing is making the case that, Galaxy games are events, they're entertainment events, they're family events, right? Das ist nicht nur, du kommst hier hin und guckst ein bisschen Football, sondern du kommst hier hin, verbringst hier deinen ganzen Samstag oder Sonntag mit der Familie, mit Freunden. Du triffst dich hier, hast 3 Stunden vor Kickoff Spaß auf unserer Powerparty, trinkst was, isst was, nimmst noch an Gewinnspielen teil, die von unseren Partnern dort aktiviert werden. Und danach hast du einfach Spaß im Stadion und guckst dir American Football an, wie die Galaxy hier jeden Gegner hoffentlich besiegt bei uns im Stadion. Es ist halt einfach etwas, ich würde schon fast sagen, es ist vollkommen als Sportevent. Diese Liebe zu dem Sport, die Liebe zu diesem Detail. Football wirkt ja immer sehr robust und chaotisch, aber es ist eigentlich sehr, sehr viel Vorbereitungszeit und wir haben so ein Spielbuch und man muss Spielzüge sich ausdenken und Videoanalysen und die Trainer machen sich meistens ja schon eine Woche vorher Gedanken, wie wir diesen Gegner dann auch spielen. Und das fasziniert eigentlich Football. Ja? Wir sind 65 Spieler, 15 Trainer, ist einfach eine unglaublich komplexe Organisation. Und die muss natürlich auch dementsprechend geführt werden, mit Verantwortung. Und das Thema Responsibility ist für uns sehr wichtig, nicht nur intern bei der Galaxy, sondern auch das Thema Community Management. Das heißt, jeden Event, den wir hier planen, zum Beispiel auch mit unseren Hauptsponsoren, haben wir immer einen Community-Partner, wo wir dann auch die Einnahmen dementsprechend spenden, ob das Geld ist oder was anderes ist, aber wir haben immer die Community auch im Hinterkopf. Und man fördert natürlich die beste Sportart der Welt und die beste Franchise der Welt mit der Galaxy. Ich glaube, wenn man einmal hier einen Spieltag erlebt hat, möchte man immer wieder kommen. Das beste Beispiel sind meine Eltern gewesen, die vorher auch Football geguckt haben, aber nie so ganz den Hype hier zu spüren bekommen haben in Deutschland. Und dann waren sie in der ersten Saison, also letztes Jahr, für mich einmal hier und waren komplett angetan und sind dann noch zweimal gekommen, aus dem Norden extra hergefahren, weil sie einfach dieses Spiel, American Football, aber auch diese Atmosphäre und diesen Eventcharakter, den wir hier schaffen, und das hat die halt einfach gepackt. Und ich glaube, für jeden Partner, für jeden Sponsor oder der es mal werden könnte, ist es halt wirklich ein Must. Einfach mal, kommt zum Spiel vorbei, guckt es euch an und lasst euch von American Football verzaubern. Also das ist, funktioniert aus meiner Sicht sehr einfach. Bei mir hat es geklappt, bei vielen anderen hat es geklappt. Man muss es einfach mal erlebt haben, um zu wissen, was wir hier auf die Beine stellen. Vielleicht hier. Ja, wir haben uns einfach ein paar Gedanken gemacht, wie wir es machen können. Das Prinzip ist, dass wir uns vor allem auf die TV-Spiele konzentrieren, was auch für das Jersey halt sehr relevant ist, dass man auch im TV zu sehen ist. Da haben wir auf jeden Fall schon das erste in Offenbach und das zweite Spiel am 16.06. gegen die Panthers ist schon confirmed. Den Unternehmen sehr wichtig, auch im Free TV gezeigt zu werden, vor allem wenn es ein Unternehmen ist, was national agiert oder sogar vielleicht international. Und natürlich ist es für die Partner immer schön, im Free TV gezeigt zu werden, weil sie dann gesehen werden als Unternehmen und als Partner der Galaxy. Aber wenn ich jetzt so ein Sonderjersey habe, dann wird das ja wahrscheinlich mit einer vorab festgelegten Bestellmenge produziert, ne? Also wir haben dieses Jahr die Möglichkeit von der ELF bekommen, 2 Spiele in einem Sonderjersey zu spielen, was nicht unserer CI entspricht. Also sprich jetzt vielleicht nicht schwarz, weiß und lila ist, wie wir sonst spielen könnten und dürfen. Jetzt ist es halt der Fall, dass wir am 2.6. sogar unser Eröffnungsspiel in Offenbach spielen, dort in einem Polygon-Jersey, was es so auch noch nicht in der Liga gegeben hat. Und es ist immer frei der untere Rücken. Und das ist natürlich eine Fläche, die eigentlich, man muss sagen, von den Quadratzentimetern die größte ist. Wir sind immer erstaunt eigentlich,
weil natürlich an der Brust ist immer das Wertvollste, aber die Fläche ist viel, viel größer hier hinten. Und was wir natürlich Man hat natürlich einen gewissen Preis für diese Fläche, das darf man nicht unterschätzen. Und dieser Preis ist vielleicht für ein Unternehmen, was gerade erst anfängt, das ist natürlich eine Hausnummer, wenn man halt dann die Summe hört, was das kostet, auf dem Jersey zu sein, weil man darf nicht vergessen, dazu kommt, dass sie gleichzeitig auf den Fan-Jerseys immer drauf sind. Man ist auf den Trainings-Jerseys drauf. Man ist gefühlt auf jedem Bild, was wir auf Social Media posten, drauf oder zu sehen als Unternehmen. Man ist in jedem Video zu sehen. Also man hat schon eine sehr gute Fläche, die immer bespielt wird. Hat es halt dazu geführt, dass wir den jungen Mann haben, der war ja auf der Stadtseite von der FAZ sogar, die Story von dem. Okay. Und jetzt haben wir noch einen Spieler, den wir holen wollen, weil wir haben ja die Regel 4 Amerikaner, 6 internationale und der Rest sind deutsche Jungs. Schwierig. Ja, wir sind an einem Spieler dran, wo andere Mannschaften auch dran sind. Und dann geht es halt immer so um Kleinigkeiten. Kann die Frau mit her? Wo, Und wie läuft das? Ist das wie beim Fußball? Habt ihr dann so ein Scouting-System und fahrt raus und guckt euch Spiele an? Ja, wir haben den Lorenz Leinbebe als Scout installiert und der macht das wirklich für uns. Also der hat eine Datenbank, das ist die Zukunft. Ja, man muss sich breit aufstellen. Man muss wissen, welche deutschen Spieler sind in Colleges. Ja, man muss wissen, welche deutschen Spieler sind in Jugendauswahlmannschaften. Es gibt Jugendländerturniere, es gibt hier viele Jugendmannschaften. Und natürlich müssen wir als Frankfurt Galaxy vor allem das Rhein-Main-Gebiet abdecken oder sagen wir mal 150 Kilometer im Umkreis, weil das ist die Zukunft. Ja, und da hoffen wir natürlich auch, durch gezieltes Recruiting in den unteren Bereichen Talente früher erkennen zu können und vielleicht den einen oder anderen, der uns durch die Lappen gegangen ist, weil der gar nicht mit dem Gefühl gespielt hat, zu uns zu kommen oder vielleicht auch dachte, er schafft es nicht. Also es geht ja auch andersrum. Manche glauben, sie schaffen es und sind nicht gut genug, aber es gibt ja auch viele talentierte Spieler, die sagen, bin ich gut genug für Galaxy? Ja, bist du wahrscheinlich, nur also komm vorbei. Ne? Und das hoffen wir damit aufzufangen. Ich verstehe die Entscheidung tatsächlich immer noch nicht, aber ich hatte viele Gespräche mit Coach Kösling, mit Frank Rosner darüber und die haben mir die Beweggründe dann erklärt. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen dann. Aber sie gehören dazu und sie challengen einen, weil es kann schon sein, wenn ich eine Entscheidung treffe wie mit Jacob oder auch mit Patrick, ja, dann schläft man auch nicht gut 1-2 Tage. Das hört sich schlimm an, das gehört aber dazu. Aber ich meine, ich habe jetzt mit Jake 3 Jahre zusammengespielt. Wir sind außerhalb des Feldes super befreundet und ein kleiner Halt auch in Frankfurt dann weg ist. Das war schwierig, ist auch noch schwierig. Hey yo. You are loud. What time are you here? 1:05? Yeah, 1:04 right now. Okay, we just parked and then we're gonna go to the range and then meet you over there. Ja, wir treffen gleich Jacob, QB von letztem Jahr. Den habe ich auch lange nicht gesehen, der war jetzt eine Weile in Amerika. Das wird bestimmt lustig. Ich habe die Videos auch gesehen mit Nico Strahlmann, hat er erzählt. Er hatte, glaube ich, auch eine gute Runde, hat er mir erzählt. Maxi. Boys, is it a euro a hole for everyone? How are we doing it? I mean, it's only max 18 loss if you lose. I'm just saying. Money on everything. I like it. What? So it's fun. Alright, let's do $1 a hole. $1 a hole? Everyone good with that? So the winner of every hole gets 3 euros? Yep. Let's go. Good luck. Er besser spielt, wenn Druck da ist. Und deswegen ist immer, dass wir um irgendwas spielen. Also muss nicht immer Geld sein, aber trotzdem ist es einfach, wenn ich mit den Jungs auch spiele, es ist immer dieser Druck da, besser zu sein als die, weil du dann halt auch die Wochen danach einfach das schön reinreiben kannst. Oh yeah, like you meant to do that? Yeah, bro. Also Jacob schreibt bis heute, der ist natürlich im Golf nochmal ein anderes Level als wir, weil ich erst letztes Jahr angefangen habe, aber... Ja, okay, jetzt startet alles. Das Wetter ist super. Wir sind auf dem ersten Loch. Jetzt beginnt der Trümmerbruch. Direkt den kürzesten Schlag gehabt, aber positiv bleiben. Max, ich glaube, es wird close. Der Background? Da ist, ja genau, der an der Klippe direkt ist ja so ein kleiner Baum. Rechts daneben musst du eigentlich. Na, Digga, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich bestimmt. Aber ich gehe links davon. Oder geht rüber. Football ist schon schwer, aber ich glaube, also jeder, der mal einen Golfschläger in der Hand hatte oder auch so ein bisschen Golf spielt, ich glaube, Golf ist einfach der schwerste Sport auf der Welt. Smack. Digga, das ist doch unglaublich. Das ist perfekt. Bester Vergleich ist Fußball. Du kannst den Ball 50 verschieden Mal mit dem Fuß schießen und jedes Mal kriegst du ein Tor. Golf gibt es aber nur eine Möglichkeit, diesen Ball zu treffen, weil wenn du da 1% Abweichung hast, passiert ein Riesenunterschied und im Fußball schießt du Tore
Der Ball geht nur 5 Meter weiter links und im Golf macht das aber den riesen Unterschied. I fucking hate golf. Also musst du immer wieder das Gleiche abrufen, mental. Wenn du 18 Loch spielst, dauert das 4 Stunden. Mental immer konzentriert sein bei jedem Schlag, um halt da auch einfach gut zu spielen. You talked about, the quarter break. You're more like in golf, or? Hey man, I would love to do this. Let's put it that way. After football, this is what I'm gonna put all myself into. Yeah, hopefully I just don't lose too many balls, but otherwise, it works out pretty well. So, golf is something where you gotta stay mentally focused for 18 holes, and each hole to me is similar to like a football drive, right? So, each hole you get hopefully 4 shots, and you make the hole. For us, we have 4 downs. Each drive is 4 downs. So you want to have first down our first shot. We want to make a good one. So just little things like that. Comparing it to football for me is nice. But otherwise, golf is great because you get to get out. You get to get away from football. It's still competitive, but it's not the same. Turn. Holy shit, Nico. Oh, that might be on. That might be in. Oh, It's bunker. No, I think it's over. I think it bounced on the green. Yeah, I wish. Okay. Nice fucking really shot. Nice shot. Sorry, I've shit my head. Go, ball. Damn it. And yeah, and just speaking of like technique, like hips and hands, as a quarterback when you're throwing, it's really important that they, work together. Same with golf. You gotta have the hips and hands at the same time. It goes the same way. Oh no, why is that going right? Yeah, I don't like that. Please stop. That's gone. Yeah. I'm just putting a little line on there for when I putt, so I can have a little more straight line, And then I know if I'm hitting it straight or not. If I can see the line roll. If it's rolling with a wobble, that means I'm doing something wrong with my club, So. Gerade auch in dieser Kombination Football, weil Football so physisch ist, du kannst nicht währenddessen Fußball und Tennis und so weiter spielen, was ich in der Jugend gemacht habe. Und deswegen ist Golf einfach perfekt. Nice. New adventure for me, so I'm really excited about that. I'm excited for the whole league because it's going to be fun, man. A lot of good players, a lot of good teams. Frankfurt's putting together a great team again, as always. So I'm just excited again to compete, like I am today even. Jakob spielt am besten Golf von allen, ja. Aber ich war, ich glaube, 2. oder 3. Ja, auch ganz wichtig zu erwähnen. Ich war am Samstag noch mit Jacob zusammen, kleine Verabschiedung. Team William, ich habe den Recruiting-Prozess von Berlin so ein bisschen mitbekommen. Die haben sich alle bemüht, die haben ihn eingeflogen, die sind hier hingekommen, um mit ihm zu quatschen. Sein mediales Exposure wird, glaube ich, da nochmal ein bisschen größer durch Björn Werner, Football Bromance und wie es alles heißt. Also ich glaube, der Junge wird da Spaß haben. Hallo Mama. Hast du irgendwas besorgen können an Essen? Dann setze ich lieber hier hin. Ich bin ja Grundschullehrerin und hatte vor einem Jahr eine 1. Klasse übernommen. Und nach dem allerersten Schultag kommt eine Schülerin zu mir und sagt, ich bin so froh, in deiner Klasse zu sein. Und ich dachte schon, wie toll. Ich bin ein Fan von Nico. Also das zeigt die Dimension des Ganzen, wo ich manchmal so selber gar nicht hinterherkomme, dass er diese komplett andere Rolle jetzt plötzlich hat, die ich in ihm natürlich gar nicht sehen kann, weil er ja für mich Nico ist. Ich bin Nico Stramann, Receiver Nummer 19. Ja, jetzt im 4. Jahr in Frankfurt. Ich glaube, was mich ausmacht, ist, dass ich sehr direkt bin in meiner Art, immer probiere, eine gute Zeit zu haben. Ich glaube, für jeden Spaß und jeden Mist zu haben bin. Ich bin nicht athletisch gesehen der Talentierteste. Da gibt es auf jeden Fall Jungs, die bessere Voraussetzungen haben, aber ich war schon immer einer, der wusste, was er wollte, dafür gearbeitet hat. Und ich glaube, das merkt man auch ein bisschen auf dem Feld. Also da steht sehr viel Arbeit hinter, um zu wissen, in welchen Spots ich sein muss, wie viel Film ich gucke. Aber auch athletisch gesehen oder auch, sag ich mal, rein technisch gesehen, was auf meiner Position sehr wichtig ist, wie man Cuts läuft. Bin ich sehr, sehr gut geschult und ich glaube, das macht mich aus als Spieler, dass ich immer weiß, zu welchem Zeitpunkt ich wo sein zu habe und dann halt einfach der beste Teammate sein, den man, sag ich mal, in diesem Teamgefüge sein kann.
Das fängt eigentlich schon an in der Kindheit, diszipliniert Sport zu machen und dann halt die nötigen Sachen zu machen, um dann irgendwann im Profibereich zu kommen. Und dann aber wirklich diese kleinen Unterschiede, halt diese Extra-Sessions im Gym oder halt wirklich in der Offseason, wo es keiner sieht. Die 6 Monate, wo man unbegleitet ist, da mit einem Trainer hart zu arbeiten und an den Schwächen zu arbeiten. Und dann halt eben am Wochenende, wenn es dann wirklich in der Saison ist, das, sage ich mal, die beste Leistung bringen zu können. Einer der intelligentesten Spieler im Team. Mit sehr viel Humor, ein schlampiges Talent. Ich glaube, er könnte noch viel mehr aus sich rausholen. Aber man muss auch sagen, er hat schon auch ein paar Verletzungen, wo er durchbeißt. Aber sensationeller Receiver und so, sage ich mal, das Fundament, was jetzt so die Brücke schließt zwischen neuen Leuten und alten. Ich glaube, Coach K hat ein sehr großes Bild von, wie er Leadership haben will. Und ich habe einfach, glaube ich bin viel zu kindisch. Und habe viel zu viel Mist im Kopf, auch während dem Training. Ich glaube, das ist einer der meistgefragtesten Fragen im Sport, wo eigentlich wenige Leute immer eine explizite Antwort drauf haben, dieses Warum macht man etwas. Ich glaube, ich habe einfach so viel Freude daran, an diesem Teamsport. Ich habe auch vorher in der Jugend Einzelsport gemacht, aber es war einfach nie das Ganze, auch Fußball war vom Teamsport nicht so wie jetzt dieses Football, zusammenarbeiten für ein großes Ziel. Es macht mir extrem viel Spaß von der Sportart her, weil die halt einfach extrem taktisch ist, aber auch extrem physisch. Das heißt, die Sportart ist für mich einer wirklich der coolsten Sachen überhaupt. Dann dieses mit dem Teamgefüge, dass du wirklich alle zusammen hast, die für ein Ziel arbeiten. Football ist Leben. Ohne Football geht nicht. Also I think that American football is the ultimate team sport because you rely on every single person that is on the field with you. Und letztendlich spielt es gar keine Rolle, wo du herkommst. Es spielt keine Rolle, ob du groß bist, klein bist. Es spielt keine Rolle, ob du kräftig bist oder schlank bist. Beim Football brauchst du jeden Spielertyp, weil man das halt einfach versteht, dass es einfach komplett egal ist, wo man herkommt.